Resilienztechnik und Hardmath-Technik, die thru-Technik, ein bisschen adaptiert von mir in einer österreichischen Variante. Also man kann sagen, etwas verupst. Ich möchte euch jetzt mal als allererstes auch gleich den Ups zeigen, damit wir wissen, wovon wir reden. Das hier ist der Ups, das ist unsere österreichische Comicfigur. Der Ups ist der Botschafter vom Planeten des Herzens. Und hier in Österreich kennen ihn natürlich alle und wir sind alle sehr gut im Umgang mit diesem sehr witzigen, clownartigen Lebewesen, das gerne auf Regenbogen spazieren läuft, und diejenigen, die ihn noch nicht kennen, die werden ihn heute kennenlernen. Gehen wir kurz in den Folien zurück. Wir brauchen solche Hardmath-Techniken oder Resilienztechniken eigentlich immer dann, wenn wir in Stress geraten. Und im Normalfall haben wir im Stress nicht sehr viele Möglichkeiten zur Aktion. Die meisten Menschen kippen dann in eine Reaktion und können nichts anderes mehr als kämpfen, flüchten oder erstarren. Und ich möchte daran erinnern, dass Kämpfen schon da beginnt, wo wir sagen, ja, aber, und Flüchten schon dort beginnt, wo wir denken, nichts wie weg, und Erstarren dort beginnt, wo der Gedanke, das schaffe ich nie, auftritt. Wenn wir Kohärenztechniken oder Hardmath-Techniken anwenden, dann gibt es solche, die wir im akuten Bereich anwenden. Also wenn wir ganz schnell herauskommen wollen aus der Reaktion, das ist die Neutraltechnik und die schnelle Kohärenztechnik, die wir ein andermal besprechen. Und es gibt Techniken, die wir eher dann anwenden, wenn wir in ganz besondere Bereiche hineingehen, wenn wir uns zurückziehen wollen und wenn wir ganz exakt einen Themenbereich anschauen wollen. Da gibt es die Hard-Lock-In-Technik, das ist eine Wertschätzungstechnik, die Freeze-Frame-Technik, das ist eine Technik, die ermöglicht, die Stimme des Herzens zu hören. Und dann gibt es die thru-Technik, eine ganz starke Transformationstechnik für negative Emotionalität. Diese Technik schauen wir uns heute an in der Variante vom Ups. Wenn wir das machen, dann gehen wir immer zuerst in den Herzfokus, dann in die Herzatmung und das Herzgefühl. Diejenigen, die mit mir schon Hardmath-Techniken geübt haben, kennen das. Herzfokus bedeutet, wir legen die Hand aufs Herz. Es ist vollkommen egal, welche Hand. Hauptsache eine Hand, und einfach mal den präsenten Druck auf der Brustregion spüren. Das hilft uns, die Gedanken etwas auszuschalten und mehr in unseren Herzbereich zu kommen. Herzatmung bedeutet, dass du jetzt 5 Sekunden lang einatmest und 5 Sekunden lang ausatmest und diesen exakten Rhythmus beibehältst. Du kannst einfach zählen, 21 bis 25, um dich dem Rhythmus anzupassen. Und Herzgefühl bedeutet, wenn du in dieser Atmung drin bist, die man Kohärenzatmung nennt, dann holst du dir geistig etwas herbei, was dich immer wieder zum Lächeln bringt. Bei mir ist es mein Lieblingskater, bei Ruth mag das ein Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sein, und was immer es bei anderen Menschen ist, ganz egal, irgendetwas, was dich immer wieder zum Lächeln bringt. Und das ist jetzt der erste Teil der Übung. Das heißt, wir gehen in den Herzfokus, in die Herzatmung und das Herzgefühl und nehmen uns dafür mal 1 Minute Zeit. Jeder für sich. Einfach in den 5-Sekunden-Takt gehen und gleichmäßig vor dich hinatmen. Und die innere Ruhe, die sich einstellt, genießen. In der Hektik des Alltags gibt es natürlich nicht nur dieses positive Gefühl von Neutralität, sondern auch viele andere negative Gefühle. Angst, Unsicherheit, Wut, Zorn, Trauer.
Und immer wenn wir solche negativen Gefühle haben und die ein Ausmaß erreichen, mit dem wir nicht mehr zurechtkommen, dann können wir in uns gehen, mal schauen, wo diese Gefühle sind, ob sie sich irgendwo im Körper manifestiert haben. Und wir können schauen, ob diese Gefühle auch eine Farbe haben. Meistens finden wir sehr präsent eine Farbe. Und das, was bei mir heute da ist, mit dieser neuen Webinarplattform, der neuen Technik, ist natürlich etwas Unsicherheit. Diese Unsicherheit nehme ich gerade wahr im Herzbereich mit so einer gelb, leicht grünlichen Farbe. Und was immer es bei dir ist, schau da jetzt einfach mal nach und versuche es zu finden. Ich lasse jetzt einfach mal einen kleinen Raum Zeit, versuche aber währenddessen in dieser 5 Sekunden Atmung zu bleiben und scanne einfach mal durch deinen Körper. Sobald du ein Gefühl und eine Farbe gefunden hast, dann bringst du den Obst ins Spiel. Hier siehst du ihn nochmal, unseren liebenswerten Botschafter des Herzens. Und wenn der Obst jetzt da ist und dein Gefühl da ist, bei mir diese Unsicherheit in diesem gelb-grünlichen Ton, dann stellen wir uns den Obst mit einem Waschbrett an einer Wanne vor. Und das Problem, das ich hatte, eben diese Unsicherheit mit der neuen Webinarplattform, stelle ich mir jetzt vor als ein Stück Tuch in dieser gelb-grünlichen Farbe. Und mit Obst zusammen beginne ich jetzt dieses Tuch an der Wanne zu schrubben, auszuwaschen, auszudrücken und einfach mal zu sehen, während ich in dieser 5 Sekunden Atmung bleibe, ob es nicht gelingt, dieses Tuch sauber zu bekommen. Also immer weiter den Herzfokus beibehalten, die Herzatmung beibehalten, das Herzgefühl beibehalten, den Blick auf dieses Tuch werfen und schrubben. Und wieder auswaschen. Und weiter schrubben. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es problematisch ist, dieses Tuch wirklich ganz sauber zu bekommen. Jetzt kannst du dran denken, der Obst ist eine Comicfigur, ihm stehen alle Wundermittel zur Verfügung. Er kann nach dem Heiliggeist-Shampoo greifen oder dem goldenen Feenstaub oder dem lila Transformationspuder oder was deine Fantasie sonst noch freigibt. Du kannst es verwenden, anwenden. Du kannst auch Obst das Tuch übergeben, wenn du nicht weiterkommst. Und gemeinsam mit ihm und dem Wundermittel versuchen, es endgültig sauber zu bekommen und einfach nochmal sehr tief zu waschen und zu schrubben, bis du so das Gefühl hast, jetzt ist es so weiß, schon so sauber, dass es sich rechnet, es aufzuhängen, es in die Sonne zu bringen, die es weiter bleichen kann, mit 2 schönen Wäscheklammern an der Wäscheleine zu fixieren und dich einfach mal zu freuen, wie die Sonne jetzt drauf scheint. Und während du dieses weiße Tuch im Wind und in der Sonne flattern siehst, fragst du dich nun bitte, und du fragst tief in dein Herz hinein, was du tun kannst, damit dieses Tuch für immer sauber bleibt. Und nicht mehr, wie in meinem Fall, diese gelb-grünliche Farbe annimmt. Du bleibst weiter im Herzfokus und in der Herzatmung.
Und vielleicht hast auch du jetzt schon die Antwort erhalten. Für mich ist es einfach, die Dinge nicht so genau zu nehmen, nicht so exakt zu nehmen, mir Humor walten zu lassen. Ich muss nicht perfekt sein. Erlaube dir für solche Antworten aus dem Herzen Zeit. Erlaube dir ungewöhnliche Antworten, auch sehr humorvolle Antworten. Das kann alles sehr, sehr lustig werden. Und wenn du deine Antwort erhalten hast, dann kehrst du langsam mit deinem Bewusstsein in den Raum und in das Hier und Jetzt zurück. Ich bedanke mich bei dir heute für das Interesse an meiner Erfahrung und ich möchte mich noch mal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen. Mein Name ist Marianne Kannengieße, ich bin 54, verheiratet, großer Katzenfan. Ursprünglich komme ich aus der Veterinärmedizin, bin aber längst als Stressreduktionstrainer und Coach unterwegs. Ich komme aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern, bin aber jetzt Wahlösterreicherin und bin unglaublich froh, im Waldviertel angekommen zu sein. Das ist meine wirkliche Heimat. Inzwischen ist mein Titel Master of Transition. Ich bin Unternehmerin mit eigener Akademie und einem großen Coaching-Bereich. Unser Praxisstandort ist in Persenbeug, das ist in der Nähe von Ybbs an der Autobahn zwischen Salzburg und Wien. Und Telefonnummer seht ihr hier, auch mein E-Mail. Scheut euch nicht, mich zu kontaktieren, wenn irgendwelche Fragen da sind. Und wer sich meine Biografie in einem Interview anhören möchte, hat hier einen Link, den er verwenden kann. Das ist ein sehr, sehr lustiges Interview, kann ich eigentlich auch richtig empfehlen. Und jetzt werde ich mal versuchen, wenn ich diese Bildschirmpräsentation beende, ob ich noch mal live sehen könnt. Das ist jetzt eine richtige Spannung. Jetzt beenden wir mal die Präsentation. Und jetzt versuchen wir hier die Kamera einzuschalten. Ja, tatsächlich. Ihr könnt mich live sehen, hier aus meinem Büro in Persenbeug. Und ihr seht hier hinter mir dieses schöne Muschelbild. Ich liebe es unendlich. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ja, herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Übung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es jetzt im ersten Moment noch nicht so effektiv erscheinen mag für den einen oder anderen, würde ich euch doch bitten, dass ihr das wiederholt. Und beim nächsten Mal, wenn euch irgendein Gefühl quält, mit dem ihr nicht so wirklich zurechtkommt, und ich verspreche euch, nach 5 Minuten sieht die Welt anders aus. Dieses Gefühl, was anfangs da war und euch gequält hat, ist eine Erinnerung und es quält nicht mehr. Das heißt, jede leidvolle, angstvolle, schmerzvolle, traurige oder sehr wütende Situation wird eine vollkommen andere Ebene erreichen. Wichtig ist, und ich hoffe, ich konnte das heute ein bisschen mit demonstrieren, ist, dass man sich durch einen externen Stress nicht aus der Ruhe bringen lässt, nicht in ein reaktives Muster kommt, sondern in der Aktion bleibt, die man vorgehabt hat und die Welt einfach auch einmal ein Stückchen gerade sein lässt. Also dann bedanke ich mich jetzt für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ein nächstes Mal. Bis dahin, alles Gute.